Servus Freunde, das Video, was ihr jetzt seht, ist vor knapp über 2 Wochen aufgenommen worden. Damals war ich leider krank, deshalb wird man mich selber nicht sehen. Der Ton ist nicht hundertprozentig optimal, die Darstellung vielleicht auch nicht, aber es geht um den Inhalt und versucht vor allen Dingen mal mitzuraten mit dem Dorser gemeinsam. Schreibt euch eure Antworten auf und schaut mal, ob ihr im Endeffekt mehr oder weniger Fragen richtig beantwortet habt. Jetzt viel Spaß. Alrighty then und damit herzlich willkommen zu Stimmt's, das Shakes and Fidget Quick Quiz. Und das ist kein Zungenbrecher. Ich habe jetzt hier ein kleines Quiz vorbereitet. Dieses Quiz, wenn es gut läuft und gut ankommt, werden wir vielleicht häufiger sehen. Zu Gast habe ich den lieben Dorser. Hallo Dorser. Ja, hallöchen, Hanrüssel. Freut mich, dass ich bei deiner Pilotfolge hier dabei sein darf. Richtig, das freut mich auch richtig, dass das geklappt hat und dass du dich bereit erklärst, bei diesem Quiz hier mitzumachen. Und wie das Quiz genau aussieht, werde ich euch nochmal ganz kurz erklären. Und zwar, stimmt es, bedeutet, ich stelle 10 Behauptungen auf und binnen 4 Sekunden muss man, also in dem Falle du, Dorser, antworten, ob diese Behauptung stimmt oder nicht. Du sollst auch nur antworten, stimmt bzw. stimmt nicht. Ja. Achtung, manchmal kommen Informationen erstmal voran, vor der eigentlichen Behauptung. Sprich, die Behauptung beginnt immer mit stimmt es, das, ... Da musst du auf jeden Fall aufpassen und wichtig ist auch, achte auf jedes Wort und jede Betonung. Und da das Ganze natürlich auch ein bisschen einen Anreiz bringen soll, habe ich mir überlegt, dass Dorser bei 10 Behauptungen, die ich aufstelle, die er beantworten kann, für jede richtige Antwort 3 € für seine Community erspielt. Und nach den 10 Fragen gibt es auch noch eine Schätzfrage. Und wenn er die ansatzweise gut beantwortet, gibt es nochmal 10 € extra. Wow. Die hat er dann seiner Community zur Verfügung. Und an der Stelle auch, es wird ein bisschen tricky werden, 4 Sekunden. Das kann ein bisschen Druck bedeuten. Es ist eine 50-50-Sache. Wenn es nicht hundertprozentig richtig ist, ja, dann ist es so. Wir werden sehen. Ich hoffe, du hast Bock. Hast du die Regeln verstanden? Ich habe soweit alles verstanden, ja, und ich hoffe, ich werde nicht zu sehr reinscheißen. Es ist komplett, es ist wie Shakes and Fidget. Es ist ein bisschen RNG, aber du wirst es mitkriegen. Zur Entspannung, oder nein, nicht zur Entspannung, sorry, zum Warmwerden. Eine Übung, ja. Und zwar wird es so sein, dass die Zeit losgeht, deine 4 Sekunden, wenn die Behauptung zu Ende ist. Also wenn ich einfach aufhöre zu reden, 4 Sekunden für deine Antwort. Ja? Okay. Also, die Übung. Ja. Der Daily Login-Kalender gehört seit einiger Zeit zum festen Bestandteil von Shakes and Fidget. Stimmt es, dass man mit dem Daily Login-Kalender Bonus nur einmal im Monat ein Gratis-Level-Up erhält? Stimmt nicht. Das war eine schnelle Antwort. Er sagt nein und es ist natürlich auch richtig, denn wie wir wissen, ist es theoretisch alle 20 Tage möglich. Bin ich gut oder bin ich gut? Also, die Übung bringt jetzt leider keine 3 €. Ja, schade. Und ich hoffe, die bleiben so einfach. ja, mal gucken. Ne? Liegt immer im Betrachtungswinkel. Wir werden jetzt die 10 Fragen nacheinander stellen. Die Schätzfrage hinten dran und dann werden wir das Ganze natürlich noch auflösen. Und ja, wenn du bereit bist, Dorser, würde ich sagen. Ja, ich bin ein bisschen nervös, weil ich will ja auch das Beste rausholen. So, erstmal vielen lieben Dank, dass du das organisiert hast und machst hier. Das finde ich ein cooles Format, witzig. Und ich bin ready. Los geht's. Also, Frage 1. Shakes and Fidget gibt es schon eine ganze Weile auf dem Markt. Stimmt es, dass Shakes and Fidget offiziell am Montag, den 22.06.2009 gestartet ist? Stimmt. Frage 2. Mittlerweile spielen wir Shakes and Fidget Version 3.0. Stimmt es, dass Shakes and Fidget Version 2.0 Remastered genau 9 Jahre nach der Einführung von Shakes and Fidget erschienen ist? Stimmt. Frage 3. Der Necromancer soll die nächste offizielle Klasse in Shakes and Fidget sein. Stimmt es, dass sich damit die Anzahl der spielbaren Klassen auf 11 erhöht? Oh Gott, Alter.
Stimmt auch. Raten. Frage 4. Die maximal mögliche Dauer für die Ausgrabung eines Edelsteins bei Mine 15 und Arbeiterquartier Stufe 1 liegt bei 32 Stunden. Stellt euch vor, oder stell du dir bitte vor, wir lassen die Mine auf 15 und bauen das Arbeiterquartier komplett aus. Die Ausgrabungszeit verringert sich damit auf 8 Stunden. Stimmt es, dass sich die allgemeine Bau- und Ausgrabungszeit bei Vollausbau des Arbeiterquartiers maximal um 75% reduziert? Digga, willst du mich verarschen? Stimmt nicht. Frage 5. Serverstarts wie zuletzt EO7 haben immer einen ganz besonderen Anreiz, weil man eben viele Dungeons kloppen kann. Stimmt es, dass mit Besiegen der ersten 90 Dungeons der Märchenturm freigeschalten wird? Oh Gott, Digga. Stimmt, ja. Frage 6. Bleiben wir mal beim Serverstart. Stimmt es, dass das Sammelalbum noch nie im Waffenladen verfügbar war? Noch nie. Das stimmt. Frage 7. Stell dir mal vor, du besitzt einen Magier mit einer kritischen Trefferwahrscheinlichkeit von 50%. Du kämpfst also mit deinem Magier gegen einen Kundschafter, der genau 10 Level niedriger ist als dein eigener Charakter. Stimmt es, dass sich für dich die Chance auf einen kritischen Schaden daraufhin reduziert? Stimmt nicht. Du hast auch ein paar Fragen rausgesucht hier, Alter. Frage 8. Stell dir vor, du erstellst einen neuen Char und spielst diesen und du machst erstmal ganz entspannt deine Level. Ab Level 25 baust du die Festung aus und schaltest damit, wie wir alle wissen, das Festungspaket frei. Kaufen willst du dir das aber allerdings erst später. Stimmt es, dass das Paket bis Level 110 kaufbar ist? Stimmt nicht. Bis 100, glaube ich. Frage 9. Der legendäre Dungeon hat dir eine Menge Spaß bereitet zuletzt. Stell dir mal vor, du stirbst genau im Kampf gegen den finalen Boss und musst dich wiederbeleben. Stimmt es, dass man immer mindestens 60% HP benötigt, um den Boss schlagen zu können? Stimmt nicht. Frage 10. Der Arena Manager wurde seit seiner Einführung bereits mehrfach geändert. Zuletzt sogar erst mit dem Update 3.18, bei dem endlich der fahrende Händler nicht mehr so eingeschränkt nutzbar ist. Schon krass, wenn man bedenkt, wie oft das Feature geändert wurde und wenn man bedenkt, dass der Arena Manager, wie wir alle wissen, erst im September 2019 eingeführt wurde. Stimmt es, dass sich der Button zum Arena Manager direkt über dem Button für den Zauberladen befindet? Stimmt nicht. Prima. Dann kommen wir jetzt zu der Schätzfrage. Wie viele Spieler, egal ob aktiv oder inaktiv, befinden sich laut Hall of Fame derzeit auf EU5? Du hast dabei aber die Chance, plus minus 10.000 falsch zu liegen. 450.000? 450.000. Vielen Dank für das Beantworten der Fragen. Wie fühlst du dich, Dorsa? Komplett scheiße. Das sind Fragen, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Das sind so Sachen, da hat man Ewigkeit nicht mehr dran gedacht oder befasst sich nicht damit. Also ich stand komplett auf den Schlauch und das hat mich komplett aus der Bahn gewürfelt dann. Ja, da würde ich sagen, lösen wir doch das Ganze einfach mal auf. Mhm. Du hast die erste Frage beantwortet mit Stimmen. Der Server S1 Deutschland, damals hieß sfgame.de und es stimmt die Frage. Also am 22.06.2009 ist Shakes & Fidget damit gestartet. Du hast die Frage also richtig beantwortet. Und die zweite Frage, dass genau 9 Jahre nach der Einführung von Shakes & Fidget Version 2.0 erschienen ist, stimmt auch. Denn am 22.06.2018 feierte Shakes & Fidget seinen 9. Geburtstag. Da wurde übrigens W25 eingeführt und
Shakes & Fidget Version 2 als Highlight-Update gelauncht. Mhm. Sehr gut. Der Necromancer ist deiner Aussage nach die 11. spielbare Klasse in Shakes & Fidget. Und tatsächlich ist diese Antwort aber falsch. Die Behauptung stimmt nicht, denn bisher haben wir nur 9 spielbare Charaktere und der Necromancer wäre damit Nummer 10. Okay. Die Frage 4 war extrem krass. Und da ging es eigentlich darum, zu entscheiden, stimmt es, dass die allgemeine Bau- und Ausgrabungszeit eines vollen Arbeiterquartiers etwas um 75% reduziert? Du hast gesagt, es stimmt nicht. Die Behauptung stimmt aber, da pro Stufe 5% Reduzierung stattfindet und 5 mal 15 sind 75%. Ja, die war so auch so lange, ich habe irgendwann nachher auf den Faden verloren. Kein Problem, das ist das Spiel, gehört dazu. Ja. Die Frage 5, da hast du behauptet oder gesagt, dass die Behauptung nicht stimmt. Stimmt es, dass mit Besiegen der ersten 90 Dungeons der Märchenturm freigeschaltet wird? Die Behauptung stimmt, hast du gesagt, sie stimmt nicht ganz. Die Öffnungsbedingung beschreibt nämlich auch, dass man Level 125 erreichen muss. Und das ist nicht automatisch gewährleistet, leider durch das Erreichen der 90 Dungeons. Okay. Ist tricky. Bei der 6. Frage ging es darum, gab es das damals schon mal im Waffenladen, beziehungsweise gab es es noch nie im Waffenladen. Die Behauptung stimmt und du hast gesagt, es stimmt, hast du also richtig beantwortet. Das war die einfachste Frage. Und selbst da habe ich lange gezögert, weil mich die Fragen davor so verwirrt haben. Und genau, das war auch extra so eingetaktet, weil die nächste auch wieder sehr lang war. Da ging es um einen Magier mit der Crit-Chance. Und ich glaube, da hast du einfach nur stimmt nicht gesagt und es stimmt auch nicht. Also die Behauptung, dass sich die Chance auf einen kritischen Treffer reduziert, wenn der Gegner-Level niedriger ist als man selbst, stimmt wie gesagt nicht. Die reduziert sich nur, wenn der Gegner eine höhere Stufe hat, als man selbst hat, gemäß der Formel für den kritischen Treffer. Ja. Hast du also richtig beantwortet. Die Frage 8 hast du mit stimmt nicht beantwortet. Es ging darum, stimmt es, dass das Paket bis Level 110 kaufbar ist für die Festung? Und das ist richtig. Du hast, glaube ich, sogar Level 100 erwähnt. Das ist auch korrekt gewesen. Also hast Zusatzpunkt. Fast einen Zusatzpunkt für Geil. Die 9. Frage mit dem legendären Dungeon hast du mit stimmt nicht beantwortet. Da ging es darum, braucht man immer mindestens 60% HP? Und ja, das stimmt natürlich nicht. Also du hast recht. Ja, da der Damage an dem Boss ja nach Schicksalsklunker verringert werden kann. Und teilweise reichen sogar unter 40% aus, wenn man halt die entsprechenden Buffs oder Debuffs mitnimmt. Ja. Kann man sich übrigens ein paar Pilze sparen, ne, wenn man sich einzeln wiederbelebt. Der Front. Du meinst meine Profispartaktik, oder? Ja. Also ich find, die feiert doch jeder. So ein Hund. Und die letzte Frage, also von der Behauptung, da ging es um den Arena-Manager. Und wo befindet sich der Button? Direkt über den Zauberladen. Du hast gesagt, das stimmt nicht. Und das stimmt auch nicht. Das war eigentlich eine tricky Frage, weil dazwischen ist noch der Waffenladen. Richtig. Ja, tatsächlich. Und das weiß man vielleicht nicht immer. Hast du aber korrekt beantwortet. Zauberladen immer unterm. Warte mal. Nee, der Zauberladen ist immer unten und der Waffenladen immer oben. Doch. Richtig. Ja. Darüber der Arena-Manager, genau. Und ich habe so viel zum Arena-Manager vorher gesagt, dass ich dachte, vielleicht kann ich dich damit in der Falle locken. Ja, das Overlay habe ich im Kopf einigermaßen. Das hast du wirklich bewiesen, tatsächlich. Ja, dann schauen wir mal. Du hast die erste Frage richtig beantwortet, die zweite Frage richtig beantwortet, die dritte Frage falsch. Also du hast 2 richtige Fragen. Frage 4 war leider auch falsch. Frage 5 war falsch. Frage 6 war richtig. Das heißt 3 richtige. Frage 7 war auch richtig, 4 richtige Fragen. Frage 8 war auch richtig, 5 richtige Fragen. Frage 9 war richtig, 6 richtige Fragen. Und Frage 10 war auch richtig, 7 richtige Fragen. Also das sind bei 3 Euro pro Frage schon mal 21 Euro. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Für die Community, wenn ich jetzt einen Applaus eingeblendet habe, dann würde es passen. Das ist wirklich nicht schlecht.
Und ja, die Schätzfrage. Da ging es natürlich zu schauen, wie viele Spieler sind denn derzeit auf EU5. Du hast, glaube ich, mit 450.000 geantwortet. Ja, wenn man jetzt auf die Hall of Fame guckt, sind es 128.000. Also das ist dann leider ein bisschen schief gegangen. Aber ich würde einfach sagen, dadurch, dass du einen Zusatzpunkt erwirkt hast und auch relativ gut und schnell geantwortet hast, erhöhen wir jetzt einfach nochmal auf 25 Euro. Und ja, herzlichen Glückwunsch. Ey, vielen lieben Dank. An der Stelle muss ich mal sagen, du hast da wirklich sehr coole, abwechslungsreiche und vor allen Dingen auch sehr knifflige Fragen rausgesucht. Also die haben mich schon sehr aus der Reserve gelockt. Aber hat Spaß gemacht. Wunderschön. Wunderschön. Dann würde ich sagen, darfst du diesen Gewinn in deiner Community nach freiem Verfügen verteilen. Und ja, wer hätte denn Lust, beziehungsweise hättest du Lust, nochmal mitzumachen? Also ich bin für solche Formate immer offen. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ja, deswegen immer wieder gerne. Würdest du sagen, es wäre interessanter, vielleicht noch gegen jemanden aus deiner Community zu spielen? Also auch im Duell zu spielen, quasi. Ja, auch dafür wäre ich bereit. Ja. Das hört sich lustig an. Dann, liebe Leute, wenn ihr darauf Bock hättet, auf die nächste Folge Stimmt es gegen Dorsa, um vielleicht auch was gewinnen zu können. Das können wir sicherlich cool aufsetzen. Dann merkt euch das mal vor. Weitere Infos, wenn es soweit ist. Vielen Dank nochmal, Dorsa, dass du mitgemacht hast. Hat mich sehr gefreut. Danke fürs Zuschauen. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.